Hallo, hier ist Andrea von 10 Talente. In diesem Video zeige ich dir, wie du solche spiralförmigen Scheiben machen kannst. Sie erlauben zahlreiche Variationen. Das Schwierige bei solchen Scheiben ist immer das Zusammenknoten. Hier zeige ich dir eine unauffällige Methode, die auch von der Rückseite schön aussieht. Alle 6 Fäden mit 10 cm Abstand am Brett befestigen. Den äußersten linken Faden wie eine Brücke über alle anderen Fäden legen. Die anderen Fäden sind sozusagen der Fluss und der linkeste Faden geht über diesen Fluss drüber. Dann machst du eine Reihe doppelte Halbschläge mit allen anderen 5 Fäden um diese Brücke herum, um diesen linkesten Faden. Dieser Brückenfaden heißt auch Leitfaden und du musst beim Knoten festziehen darauf achten, dass du diesen Leitfaden immer stramm hältst. Dann fädelst du auf diesen Brückenfaden am Ende der Reihe eine Perle drauf. Wenn der Faden nicht durchs Loch passt, nehme ich mein Wachsklötzchen zu Hilfe. Den Faden mit der Perle lege ich jetzt parallel zu allen anderen Fäden. Jetzt wird wieder der äußerste linke über alle anderen gelegt, auch über den Perlenfaden, und alle Fäden machen einen doppelten Halbschlag um diesen Brückenfaden, also um diesen Leitfaden. Auch der Perlenfaden macht einen doppelten Halbschlag. Dieses Muster wiederholst du nun so oft, bis du insgesamt 11 Reihen und 10 Perlen eingeknüpft hast. Jetzt mache ich in den nächsten Leitfaden, der von rechts oben kommt, einen Markierungsknoten. Auf den Leitfaden der vorigen Reihe fädle ich eine Perle drauf. Dann drehe ich meine Scheibe auf die linke Seite
und hole alle Fäden nach oben und teile sie in rechte Seite und linke Seite. Ich suche den Faden mit dem Markierungsknoten, der liegt jetzt links oben, und dann lege ich den unter den nächstoberen Faden, der von der linken Seite herauskommt. Jetzt mache ich mit diesem markierten Faden eine Reihe Rückwärtsknoten. Der markierte Faden legt einen Swimmingpool, geht in diesen Pool, und jetzt ziehe ich aber diesen markierten Faden stramm und der andere Faden rutscht daran hoch. Dann hole ich den obersten Faden der rechten Seite und lege den zwischen den markierten Faden und den Faden, der gerade geknotet hat, und mache dann nochmal mit dem markierten Faden einen Swimmingpool und ziehe wieder an diesem markierten Faden, also am falschen Faden eigentlich, und ziehe diesen Knoten sehr fest an. Die beiden Fäden werden jetzt weggelegt und mit dem markierten Knotfaden knote ich weiter, immer in der gleichen Art und Weise. Wenn du sehr große Perlen hast, so wie ich hier, dann musst du jetzt diese beiden letzten Reihen etwas auseinanderziehen, damit deine Perle auch Platz hat. Bei diesem glatten Flachgarn geht das relativ gut. Auf jeder Seite müssen jetzt 5 waagerechte Fäden abstehen. Die kommen aus der Mittelnaht heraus. Den rechten unteren Faden legst du weg. Der wird nachher abgeschnitten und verschmort. Den Knoten vom markierten Faden schneidest du knapp ab oder machst ihn auf und fädelst eine Perle drauf.
Der wird jetzt in den Schlaufen der rechten Reihe vernäht. Einfach durch 2, 3 Schlingen hindurch. Jetzt sortierst du deine Fäden wieder, sodass 5 auf jeder Seite liegen. Und dann ziehst du diese 5 Fäden gegeneinander, sodass die Reihen im richtigen Abstand zueinander rutschen. Das überprüfst du von der Vorderseite. Dann schneidest du alle Restfäden knapp ab und verschmorst sie. Vorsicht, nicht zu schnell schmoren, damit sie nicht schwarz werden. Jetzt kannst du neben einer Perle direkt deinen Ohrhaken einfädeln oder aber noch eine Perle auf einen Nietstift fädeln und deinen Ohrhaken in den Nietstift einhängen. Viel Spaß beim Nacharbeiten und Ausprobieren neuer Variationen. Tschüss, bis zum nächsten Projekt.